told me that you bought this dress when you were a baby. No, no, this dress is 4 years old from Christian Dior in Paris. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich fühle mich so geehrt. Du bist heute Abend hier in Tell Me Your Story. Meine Damen und Herren, Kai Version. Hallo. Guten Abend. Danke, 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 dass du hier bist, Kai. Aber gerne. Das erste Frage, wie wirst du prominent? Du bist eine Legende. Ich weiß, es missfällt dir, dass ich dir sage, dass du eine Legende bist. Du sagtest einmal, nee, das mag ich nicht, das macht mich alt. Wieso nicht? Wieso bist du nicht stolz auf alles, was du geschafft, kreiert, gestaltet hast? Kais Bistro. Naja, Legende ist natürlich, beinhaltet automatisch, dass man schon lange irgendwas bewerkstelligt hat, das ist ganz klar. Also Legenden sind alte Geschichten, ist ganz klar. Aber ja, zum Teil auch noch lebendig. Und was willst du jetzt von mir genau wissen, wie Kais Bistro entstanden ist? Ja, erst einmal, du bist Zwilling. Ja. Deine Eltern, alle beide, sind Mediziner. Mhm. Du hast auch Medizin studiert? Nein. Nee, du hast Jura studiert auch. Oh Gott, Jura studiert. Bist du Theaterwissenschaftler? Ja. Und wie bist du geworden Promi-Gastronom in München? Naja, also da kam ich zur Gastronomie wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eigentlich das gar nie beabsichtigt, aber ich hatte damals einen Freund und der hatte eine ganz kleine Bar in München und da habe ich ab und zu mitgeholfen. Und eines Tages sagt er, ich muss in die Schweiz, du musst den Laden jetzt für mich ein bisschen vertreten. Ich dachte so an ein paar Wochen. Und dann kam der nicht mehr und an mir blieb der Laden kleben. Da war ich auf einmal Gastronom oder Wirt oder so. Das war in München am Baldeplatz, also eine Gegend, die hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ich habe immer nach was anderem gesucht und das habe ich dann auch gefunden in Schwabing, aus dem Anfang von Schwabing, Ecke Luisen- und Hessstraße. Das habe ich dann schon Kais Bistro genannt. Wieso? Genau, Bistro in Französisch bedeutet kleines Restaurant, aber ja. Du hast dein Essen war ausgezeichnet, also richtig. Ja, aber Bistro bedeutet auch, kommt aus dem Russischen, glaube ich. Das heißt so schnell, wit. Genau. Und ja. Und auch nicht kompliziert, da kommt man rein und geht wieder raus und so. Das hat mir gefallen, also was Legeres. Und darum habe ich es Kais Bistro genannt. Und dann sind wir an den Viktualienmarkt gezogen. Das war ein glücklicher Umstand, da wurde eben dieser Laden leer. Und ich habe ihn dann mehr oder weniger per Zufall bekommen. Glück gehabt. Also das ist schon mal eine der Antworten auf die Frage, wie wird man sowas? Man muss auch viel Glück haben. Das gehört einfach dazu. Und hast du das zusammen mit deinem Partner? Ja, das habe ich zusammen mit Achim gemacht. Das war ein Laden, der war vollkommen runtergewirtschaftet. Wir mussten eigentlich alles neu machen, vom Fußboden, die Wände, die Elektrizität, die Sanitärsachen, also alles neu. Und dann die Dekoration, das hat der Achim gemacht, der ist ein Genie. Ja. Und dann haben wir angefangen einfach mal im Dezember. Und diese Separés, diese Idee, die Gestaltung, wahrscheinlich, weil du Theaterwissenschaftler, du hast es gemacht mit einem Theater. Vielleicht, ja. Und vor allem, wir waren beide der Meinung, wir müssen so eine kleine Bühne auch haben. Damit, wenn jemand kommt, der vielleicht begabt ist, da Lust hat aufzutreten, das hat mir schon immer gefallen. Und viele Leute haben zu mir gesagt, bist du verrückt? Du verschwendest da den Platz von der Bühne, da könnten ja noch 2 Tische stehen. Und dann haben wir gesagt, nein, die Bühne muss her. Und dann haben wir auch einen Mann gekannt, der hat in Wörishofen ein altes Café gehabt, das ist aufgelöst worden. Und da stand ein kleiner schwarzer Flügel, der musste auch irgendwo hin, weil das musste geräumt werden. Dann haben wir den Flügel bekommen, da stand der schwarze Flügel auf der Bühne. Und das ist schon mal für viele Leute, die künstlerisch ambitioniert sind und begabt sind, ist das schon mal ein Zeichen, da kann ich selber vielleicht auftreten oder was erleben, wenn Künstler an dem Flügel auftreten. Und das hat sich auch dann so ergeben. Ja, weil ich kann mich daran erinnern, genau als heute wäre. Ich war in Mailand, hatte Mondschau gehabt. Mhm. Und dann kam ich zurück aus Mailand nach München und es war der Baron, ein Freund von dir, der Dieter Baron von Engel und Erlenbach. Ja. Er rief mich an, nein, ich rufe Christina Kaufmann, die Schauspielerin aus München. Emanuel, du musst mir kommen, wir gehen sofort zum Kais Bistro. Und ich kannte das nicht, ne? Ich war immer die ganze Zeit hier und her.
Und ich kann zu dir, du weißt schon, ich weiß, du kannst an mich nicht daran erinnern, aber es war, ich glaube an den Tag, es waren 2 Hollywood-Regisseuren, eine Schauspielerin, ich weiß es nicht, ob sogar Grace Jones, weil Grace Jones ist bei dir gewesen, oder? Ja, war da. Von all diese Leute, die du immer, also war Kai Bistro nur für Prominenten oder waren auch normale Leute? Nein, du kannst natürlich von Prominenten nicht leben. Die Prominenten sind so die Sahnehaube obendrauf. Aber klar waren die meisten ganz normale Bürger und Zeitgenossen, denen das gefallen hat. Und dann hat sich's rumgesprochen. Dann kamen halt künstlerisch begabte, interessierte Leute, und eben Künstler auch und Schauspieler, Sänger. Ja, das war erzähl, was du sagen kannst, was du jetzt in Live daran erinnern kannst. Wie viele Prominenten sind bei dir gewesen? Ich habe gesehen, da war Grace Jones, Tina Turner, Alain Delon, Montserrat Caballé, Freddie Mercury. Erzählst du weiter? Was fällt dir jetzt ein? Ich kann die gar nicht aufzählen, denn wir haben mal eine Liste angefertigt und es sind weit über 1000. Wirklich prominente Leute. Also nicht so. Heute ist ja, wenn man in der Abendzeitung die Leute-Kolumne liest oder in der TZ oder wo auch immer, dann heißt es ja, da waren die Moderatorin sowieso ja, genau. und die Influencerin und das sind ja keine prominenten Leute. Das sind vielleicht sehr nette, liebenswerte Eintagsfliegen, die irgendwann auch wieder aus dem Job rausfliegen, so schnell wie sie reingeflogen sind. Absolut, aber vermisst du auch diese Zeit? Weil heutzutage die Leute, die filmen mit dem Handy, die gucken im Internet, die laufen alle in Jeans mit Löcher. Vermisst du nicht diese Zeit, Glamour, Prominente, weil es waren richtige Hollywood-Stars. Ne? Also ja. Wir sehen von auch Ross Stewart zum Beispiel. Ja. Mein Gott, Gunther Sachs, der Fotograf. Ich sage immer, mir sind nur 2 ausgekommen von den wirklich Prominenten. Das ist die Elisabeth Taylor und der Papst. Die waren nicht bei mir. Wir werden jetzt nicht alles erzählen. Vielleicht machen wir noch mal eine neue Episode, eine neue Sendung. Aber erzähl, interessiert mich sehr. Wie war das erste Mal, dass Gina Lollobrigida, die Lollo, bei dir erschienen ist? Das war natürlich eine tolle Geschichte für uns. Die war eigentlich die Geburtshelferin für diese ganze prominenten Kiste. Denn eine Woche, nachdem wir aufgemacht haben, da kannte uns noch niemand natürlich. Ja, wie ist das geworden? Da hat ein Freund von mir erzählt, du, ich kenne die Lollo gut und wenn die mal nach München wiederkommt, dann bringe ich sie zu dir. Das war also bevor wir eröffnet hatten. Ich habe mir gedacht, na ja, also wir kennen die Lollo gut und bringen zu dir und so. Aber eine Woche nachdem wir offen hatten, ruft er mich an und sagt, stell dir vor, die Gina ist da und wir gehen heute Nachmittag ein bisschen bummeln und am Abend kommen wir zu dir. Ich habe es eigentlich noch nicht geglaubt, aber es war dann so, dass die am Nachmittag auf der Leopoldstraße spazieren gingen. Die hatte gesagt, Gina Lollobrigida. Ja, und die war ja so berühmt damals, die war ja wirklich Weltklasse. Und alle Leute haben sie sofort erkannt, auch die hat sich nicht verändert, trotz einiger Geschichten. Wunderschöne Frau, so und elegant. da ging sie mit meinem Freund da durch die Leopoldstraße, da haben die in einer Boutique im Fenster, so eine Herrenboutique war das, einen Affenpelzmantel gesehen. Und da hat er gesagt, ach, der ist aber schön. Da ging sie mit ihm rein, hat ihm für 4.000 oder 5.000 D-Mark damals den Affenpelzmantel gekauft. Und am Abend stand die auf einmal in der Tür, die Lollo in einem Zobelmantel und der Junge im Affenpelzmantel. Der schaut ja eigentlich eklig aus mit so langen schwarzen Haaren. An die gleiche Nacht kam noch jemanden auf. Ja, da kam dann Gilbert Bécaud, der Mr. 100.000 Volt, der hatte an dem Abend ein Konzert in München und kam schon um 11 Uhr nach dem Konzert vorbei. Der hatte dann noch den Marcel Marceau dabei, ein ganz berühmter Pantomime damals, der im Theater aufgetreten ist. Naja, und als die beiden plötzlich in der Tür standen, da haben die Leute aufgehört zu essen, so platt waren die. Da steht die Lollo plötzlich in der Tür. Und dann hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer, ein Foto gemacht und das kam an die Abendzeitung oder TZ, ich weiß es nicht mehr. Und am nächsten Tag stand dann drin, München hat einen neuen In-Place, das Prominenten Bistro. Ganze Snaps, Leute, ist schickimicki. Da haben wir dann ein Foto, haben die dann gemacht mit Gilbert Bécaud und die Lollo, wie sie sich da... Meine Güte. Ja, das war natürlich toll. Aber ich habe 2 Fotos gesehen,
vor der Vorbereitung. Es war ein Foto mit Tina Turner und ein Foto mit Shirley Bassey. Und da hat er geküsst. Also die Fotos, erzähl, wo sind die entstanden? Die Ja, Fotos? also wir hatten einen wirklich tollen Freund, einen Gönner, das war der Chef der Ariola Plattenfirma, der Monty Lüftner. Der hat uns unheimlich viele nette, tolle, interessante Leute gebracht. Unter anderem auch hat er mich angerufen, mittags, heute Abend komme ich mit der Tina Turner. Und da war ich echt nervös, denn Tina Turner, Wow, ja, das war für mich immer ein Idol. Und Ja. am Abend kamen die dann auch rein und die Tina hat so eine Frisur gehabt. und dann kam die rein und ist auf mich losgestürzt und hat mich geküsst. Da war ich also wie vom Donner gerührt. Denn wir kannten uns ja gar nicht. Und hinterher hat sich aber herausgestellt, warum das alles war. Da hat der Monty Lüftner zu ihr gesagt, du pass auf, der Kai hat in einer Woche Geburtstag und als Überraschung schenken wir ihm das Foto, du küsst ihn. Und das haben die mir dann auch eine Woche später das Bild geschickt. Ja, das kam dann auch auf so Münchner Stadtzeitungen, auf die Titelseite. Und die Tina hat sich in unseren Laden auch wirklich verliebt. Die kam jedes Mal, wenn die in München war. Hat sie bei euch gesungen? Oder Nein. Aber sie war immer wieder da in ganz verschiedenen Kleidern und Frisuren. Und war sie ganz normal? Also hat er... Toll, lustig, nett. Einfach eine Wonne. Ja. Kann sie Deutsch ein bisschen? Weil sie ist mit einem Deutschen. Mit Ja, die hatte einen Mitarbeiter, ich glaube von der Elektrola war der oder so, aus Frankfurt, den Bach, der hat sie geheiratet und es ist ein sehr netter Mann und ja, die sprechen aber miteinander Englisch. Also ich weiß nicht, ob sie viel Deutsch kann. Sollst du sagen, du hast alle, die Tina Turner und Shirley Bassey, sind genau alle drei die James Bond Songs, ne? Ja. Goldfinger Ja. und die andere drei. Die Shirley Themen. Bassey hat alle Songs von den Bond-Filmen gesungen, aber 3 hat sie für den Film gesungen und die anderen hat sie dann später auf Platte gemacht. Und ja, die war gigantisch, die Shirley Bassey. Das ist eine Sie hat ja auch in den Mund auch geküsst. Das ja, Fotos, die hat mich geküsst. so. Ja. Wir haben an dem Abend, das war der erste Abend, wo sie da war, und da hat sie dann gesagt, sie möchten Ferne Branca trinken. Ferne Branca. Und dann Ferne Branca. habe ich zu dem Ober gesagt, er soll uns mal eine Flasche hinstellen, also nicht nur so kleine Gläschen, sondern und dann haben wir miteinander diese Flasche Ferne Branca ausgetrunken. Und wir waren natürlich dann beide schon in Fahrt, das ist ja klar. Ne? Und dann hat der Achim, mein Freund, der hat ja die ganze Musik auch gemacht, der hat dann, wie sie rausging, ganz laut gespielt, This is my way. Und dann hat es richtig gerissen und ist auf die Bühne gesprungen und hat laut für die Leute mitgesungen. Und bist du immer so auch ruhig geblieben und nicht arrogant gewesen, weil du konntest sagen, diese ganzen Stars, die kommen bei mir hin und raus. Nein, das ist gar kein Anlass, da arrogant zu werden, um Gottes Willen. Ich bin ja nicht prominent, die waren ja prominent. Ich habe das Glück gehabt, dass die bei mir zu Gast waren, aber das macht mich nicht arrogant. Ich war noch nie in meinem Leben arrogant. Das kenne ich gar nicht. Nee, du bist ganz ruhig und Akin kenne ich auch. Ja, den Akin. ja, natürlich. Und ihr seid immer zurückhaltend, aber es gibt so, konntest du sein, weil du hast was Richtiges, großartig gemacht. Ja, mein Gott. Und gehen wir noch weiter. Wir mussten reden über diese Gruppe, diese Boygruppe, die Backstreet Boys, glaube ich. Ja, Ne? ja, die Backstreet Boys. Wie war die Geschichte mit denen? Ja, die haben von der Plattenfirma wieder mal für einen Song eine Platin-Schallplatte mit Diamanten, das ist, glaube ich, die höchste Nummer, die man kriegen kann, haben die verliehen bekommen und da hat die Plattenfirma bei mir angerufen und haben gesagt, die sind in München, wir wollen denen auf deiner Bühne diese Platte überreichen. Es darf aber niemand dabei sein, also totales Stillschweigen, sag's auch deinen Kellnern, es darf nicht durchdringen, keine Presse, sonst müssen wir es sofort abbrechen, die wollen das nicht. Also ich habe natürlich meine Mitarbeiter einweihen müssen, was da stattfindet, aber habe die natürlich eingeschworen, nichts erzählen, denn sonst stehen da 1000 kleine Teenager und fallen in Ohnmacht, wenn die kommen, und das wollten die eben vermeiden. Oh, das war verrückt. Und dann fuhr das haben wir am Tag gemacht, aber am Abend wären ja andere Leute dabei gewesen, das ging nicht. Dann fuhr ein schwarzer Van, so ein Bus vorbei, heran, gleich aufs Pflaster rauf, verhangen mit Vorhängen, und da sind dann 5 so Knaben rausgesprungen und gleich ins Lokal reingerannt, und ich stand daneben und ich dachte irgendwie, die schauen gar nicht so aus wie die Backstreet Boys.
Und dann sind die auch hinten wieder raus. Dann haben die gesagt, wir haben nur geprobt, ob wirklich keine Mädchen da sind, keine Teenies. Ja. Das war einfach ein Test. Und eine Viertelstunde später kam dann der richtige Bus und da waren die richtigen Backstreet Boys. Da kamen sie alle und dann, was haben sie gemacht? Haben sie gesungen? Nein, die haben dann also Hamburger bekommen und Cola und natürlich auch ein bisschen Spirituosen, aber offiziell nicht. Und dann haben sie sich alle auf der Bühne gruppiert und dann sind ihnen die Platten überreicht worden. Und da durfte ich dann auch mittendrin stehen für das Foto. Ja, ich muss ja auch fragen, okay, wie lange hast du das gemacht, Kais Bistro? 30 Jahre. Ja, und wieso jetzt einige Zeit, ich glaube, vor 3 Jahren hast du wieder eine neue Bar und heißt Marimba. Ja, Café Marimba. Café Marimba. Ich war mal in New York und da gab es ein Café Marimba. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Das war ein ganz verrückter Laden. Und die Chefin, die hat da auch gekocht, die hieß, glaube ich, Marimba. Und das war halt so ein ganz ausgefallener Laden da hängen so große Echsen von der Decke runter mit Brillanten drauf, so ausgestopft. Also ein schicker, toller, verrückter Laden. Und macht dir Spaß immer noch? Also macht mir sehr viel Spaß und den haben wir auch mit vielen Bildern dekoriert, die aus Kais Bistro über sind. Kann ich bestätigen. Ich bin da oft gewesen oder gehe ich oft. Und es ist, glaube ich, ganz hübsch geworden. Das ist vorne eine Bar zum Sitzen. Und der hintere Raum ist also mehr so eine Lounge mit Sofas und Clubsesseln. Ja, wunderschön, wunderschön. Aber hast du nicht Angst? Wir hatten eine Corona-Pandemie vorher. Ja. Und alle Lokale der Gastronomie war zu. Ja. Und die Leute wir haben eine Internetzeit, wo die Leute daten. Ja. Es gibt, mein Gott, für Heteros, für Homosexuelle, Gay Romeo, Parship oder Elite, wie sie alles heißen. Glaubst du, das ist, also ich finde es schon manchmal abscheulich, mich transferieren. Vorher man hat das genossen, rauszugehen. Und ich glaube, dass momentan, oder die Leute sind, weiß ich nicht, die Gastronomie leidet sehr. Was meinst du? Ja, also wir mussten ja auch 1,5 Jahre zusperren. Wir haben aufgemacht, das Café Marimba, und ein halbes Jahr später mussten wir wieder zusperren und dann 1,5 Jahre geschlossen und dann wieder neu anfangen. Ich habe den Eindruck, dass die Leute schon ein bisschen verlernt haben, miteinander zu kommunizieren. Die haben einfach sich so gewöhnt an Handy und an diese ganzen Kommunikationsmittel. Die Kinder immer mit dem Handy. Sie können sich nicht gut leiden. Die sprechen auch nicht gutes Deutsch. Die Leute sind nur so und daten irgendwo eine falsche Identität. Also siehst du Zukunft für die Marimba, für deine... Ja, es erholt sich alles schon wieder. Die kommen schon wieder, weil die Leute natürlich das auch vermissen. Einen persönlichen Kontakt kann man ja nicht ersetzen. Da hilft kein Handy und kein Internet und keine sozialen Medien. Also das ist halt... Da geht nichts drüber, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, so wie ich jetzt dich da sitzen habe. Ja, das ist was anderes, als wenn ich dich jetzt auf einer Leinwand sehen würde. Absolut. Ja. Okay, Kai, also vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir bist. Marimba in der Uschneiderstraße 8. Genau. Sagst du? Ja, Uschneiderstraße 8 in München. Ich hoffe, danke. Und dann, wie im Französischen man sagt, also à la fin, on boit de Champagner. Danke. Champagner für dich. Dankeschön. Und meine Damen und Herren, das war Tell Me Your Story. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich